Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich, wie ich mein neues 25 Liter Aquarium für meine Red Bee Garnelen eingerichtet habe. Das Aquarium ist 40 x 25 x 25 cm groß und ich möchte versuchen, darin meine Red Bee Garnelen zu züchten, die momentan noch in meinem Naturaquarium leben. Dort sind die Wasserwerte nicht optimal für die Zucht von Caridina Garnelen und außerdem versucht mein CPO-Krebs ständig nach ihnen zu schnappen, was sie, glaube ich, ein bisschen stresst. Das neue Becken soll ein Artaquarium werden, in dem sie ihre Ruhe haben. Da die schöne Färbung der Red Bees vor einem dunklen Hintergrund am besten zur Geltung kommt, werde ich die Rückscheibe und die Seitenscheiben des Aquariums mit schwarzer Farbe besprühen. Dafür habe ich aus dem Karton, in dem das Aquarium verpackt war, einen Deckel geschnitten, mit dem ich das Becken oben zugeklebt habe. So kann dann keine Farbe innen an die Scheiben kommen. Die Frontscheibe habe ich zur Sicherheit auch abgeklebt, was aber nicht ganz so geschickt war, wie man später sehen wird. Vor dem Besprühen habe ich außen am Aquarium Schmutz und Fettspuren mit acetonhaltigem Nagellack entfernt. Jedes noch so kleine Haar oder Staubkorn und auch Fingerabdrücke werden von der Farbe eingebacken und dann für immer im Hintergrund sichtbar sein. Es lohnt sich hier also gründlich zu arbeiten. Das gereinigte und abgeklebte Aquarium habe ich dann mit der Frontscheibe nach unten auf eine große Pappe gestellt und dann angefangen, die Rückscheibe zu besprühen. Ist die Rückscheibe schwarz, wird es allerdings im Aquarium dunkel und man kann dann nur noch schlecht erkennen, ob die Seitenscheiben dann gleichmäßig besprüht werden. Beim nächsten Mal würde ich es andersherum machen. An den Seiten muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Farbe auf einmal aufträgt, sonst bilden sich dort Farbnasen. Auch würde ich das nächste Mal eine neue und volle Farbdose nehmen. Meine war schon ein paar Jahre alt und nach dem zweiten Durchgang leer. So wurde dann die linke Seite nicht ganz gleichmäßig besprüht, was ich erst später, als das Aquarium getrocknet war und es hochheben konnte, bemerkt habe. Hätte ich noch Farbe gehabt, hätte ich da noch leicht einmal nacharbeiten können. Trotzdem ist das Ergebnis eigentlich ganz passabel geworden. Mir gefällt das Schwarz an der Rückscheibe sehr gut und auch an den Seitenscheiben passt es für mich, da ich dort, wo das Aquarium steht, sowieso nicht von den Seiten hineinschauen kann. Die linke Scheibe ist wie gesagt nicht ganz gleichmäßig geworden, aber das ist nicht weiter schlimm, weil an der Seite sowieso ein Schrank steht. Leider ist beim Lösen des Klebebandes vorne am Rand auch noch Farbe abgegangen. Man kann sich also überlegen, ob man die Frontscheibe wirklich abkleben muss, da sie beim Sprühen ja sowieso nach unten zeigt. Ich habe es hauptsächlich gemacht, weil ich Angst hatte, dass ich mit meinen Farbfingern daran fassen würde. Jetzt konnte das Aquarium endlich eingerichtet werden. Als erstes habe ich einen HMF-Lufthebefilter in die rechte hintere Ecke gestellt, den ich an meinen schon vorhandenen Kompressor, der auch die Filter für meine beiden anderen Aquarium in der Küche betreibt, angeschlossen habe. Das Video, in dem ich Kompressor und Filter vorstelle, verlinke ich jetzt rechts oben in den Infokarten. Als Bodengrund nehme ich das Stanley Scaper Soil, das erstens auch dunkel ist, so dass darauf die Farben der Garnelen gut herauskommen, und zweitens senkt es den pH und den KH, was für die Zucht der Red Bees sehr wichtig ist. Leider war vom Soil nicht mehr so viel übrig, so dass es nur für einen Hügel rechts hinten in der Ecke gereicht hat. Deshalb habe ich am Rand und links noch feinen hellen Sand verwendet. Der hat dann einen schönen Kontrast zum Soil gebildet. Red Bees leben, soweit ich weiß, in Asien in kleineren Bachläufen und so habe ich versucht, so ein Biotop im Aquarium nachzustellen. Dazu habe ich viele Flusskiesel ins Becken gelegt, so wie sie auch am Grund eines Baches liegen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich zufrieden war und den Eindruck hatte, dass es einigermaßen natürlich aussah. Bachoberläufe sind oft relativ nährstoffarm und häufig von Bäumen beschattet, weswegen es dort meist nicht viele Pflanzen gibt. Ich habe mich deshalb auf ein paar Büschel Moos beschränkt, die ich auf einige der Steine aufgebunden habe. Zum Schluss war ich mit dem Ergebnis recht zufrieden. Würde ich das Ganze nochmal machen, würde ich das Soil vorne mit den Steinen besser abstützen. Denn die Garnelen haben es später bis vorne an die Scheibe verteilt, so dass man den Sand gar nicht mehr sehen konnte. Das Becken habe ich dann unter dem 54 Liter Aquarium ins Regal gestellt. Um hineinzuschauen, ist das nicht gerade der ideale Standort und weil es dort so tief steht, ist auch der Wasserwechsel schwierig, aber ich hatte leider keinen anderen Platz. Nun ja, Hauptsache, die Garnelen haben sich wohlgefühlt und hatten ihre Ruhe.
Mit Wasser sah das Becken jetzt nach meinem Geschmack sehr gut und natürlich aus. Die Leistung des Kompressors hat für den inzwischen dritten Lufthebefilter auch locker ausgereicht und ich glaube, mit einer Druckdose könnte ich noch weitere Filter an die Anlage anschließen. Mal sehen, wie die Zucht läuft und was das Multiple-Tank-Syndrom noch so anrichtet. Für die Beleuchtung habe ich mir dann auch noch eine Lösung einfallen lassen, die ich für beide Becken im Regal und später noch für eine ganze Zuchtanlage nutzen kann. Das System stelle ich dann in einem meiner nächsten Videos vor. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann teile es doch mit deinen Freunden und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Das motiviert mich weiter Videos zu machen. Unterstütze mich und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass.